Vielen Dank, Herr Kaiser, für die Vorstellung. Sich für die Einladung zu bedanken wäre ein bisschen platt, weil wir sitzen die ganze Zeit auch im gleichen Plattenbau. Aber ich bedanke mich auf jeden Fall für die Zeit, die wir hatten, bei manchmal vielen, manchmal auch weniger vielen. Ich habe ISU immer noch nicht verstanden, aber ich glaube, Herr Kaiser und Dr. Alex Heimes waren kurz davor. Und es ist eigentlich auch mal ganz schön, ein altes Projekt zeigen zu können, weil normalerweise auf so Designkonferenzen muss man immer so neues Zeug zeigen. Wenn man kein neues Zeug produziert, dann wird man immer gar nicht mehr eingeladen. Und deswegen kann ich jetzt hier was Älteres vorstellen. Und zwar geht es, wie gesagt, um Zufall bzw. Maschinen, die Zufall versuchen zu erzeugen. Und Zufall im angewandteren Kontext vielleicht ist erstmal, wird dazu gebraucht für so Dinge wie Glücksspiel, das ist relativ offensichtlich, Finanzspekulation oder auch Wissenschaftsstudien, und da wird es auch schon dann interessanter, weil da die Qualität der Zahl bzw. die Qualität des Zufalls eine entscheidende ist, weil eine Studie, die ich auf Grundlage von Zufallszahlen durchführe, beziehungsweise wo Zufallszahlen eine wichtige Rolle spielen, kann auch dann im Spekulativen nur so gut sein, wie auch meine Zufallszahlen sind. Dann auch weiter Risikomanagement, also ganz viele Firmen versuchen ja das Risiko zu vermeiden, das heißt, es werden bestimmte Eventualitäten auf Grundlage von Zufall und auf Grundlage von Zufallszahlen simuliert. Dann, was auch relativ klar ist, ist die ganze, das hatten wir auch eben schon, das Thema Datenverschlüsselung, Thema der Kryptographie. Und da gab es jetzt auch eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Es ist jetzt noch nicht so ganz klar, ob das jetzt wirklich stimmt oder nicht, beziehungsweise ich weiß es auf jeden Fall nicht, ob es stimmt oder nicht, dass die NSA quasi einen absichtlichen Fehler im kryptografischen System verursacht hat. Das heißt, es gibt dieses National Institute of Standards and Technology und die entwickeln dann auch ein bestimmtes System für Kryptographie, das wiederum basiert auf Zufallszahlen, und der NSA wird gerade vorgeworfen, dass die diese Zufallszahlen nicht jetzt aus dem FF kennen, aber dass es ein bestimmtes Pattern gibt, eine sogenannte Backdoor, in dem sie sich sozusagen Zugang verschaffen können und das eigentlich auch nicht mehr sicher ist. Weiterhin ganz interessant, die habe ich nicht alle gelesen, die Bücher, keins davon. Sehen auch furchtbar aus. Aber was ich interessant fand, ist, dass in ganz unterschiedlichen Disziplinen, also ob jetzt in der Biologie oder in der Social Science, natürlich auch in der Finanz- und Insurance-Wissenschaft, mit Näherungsverfahren gearbeitet wird. Und dieses Näherungsverfahren ist so eine sogenannte Monte-Carlo-Methode, und dafür braucht man wiederum Zufallszahlen. Und diese Monte-Carlo-Methode wurde von John von Neumann benannt, an Anlehnung an eine Spielbank in Monte Carlo tatsächlich, und dient dazu, bestimmte Ereignisse oder Modelle irgendwie zu simulieren. Und auch da, ob jetzt in der Finanz- oder irgendwie Wissenschaftswelt, sind Zufallszahlen ausschlaggebend für eine bestimmte Simulation. Weiterhin, und da knüpfe ich vielleicht so ein bisschen an dem, was eben diskutiert wurde, auch wenn ich nur ab und zu reingeguckt habe, weil ich zu nervös war und die ganze Zeit hin und her laufen musste, ist dieses Global Consciousness Projekt. Und da geht es auch irgendwie darum, gibt es Korrelation zwischen Zufall oder zufälligen Daten und bestimmten Events. Und ich zeige dazu mal ein kleines Video, wo dieses Projekt an sich erklärt wird. A question tonight, can you actually measure the emotional outpouring in a worldwide crisis? Sometimes scientists think that they have done just that. Their machines and computers found a bizarre pattern right after several global disasters. CBS News' Brendan Keefe explains this phenomenon. September 11th deeply affected people far beyond New York and Washington. The attack sent shockwaves around the world, a global reaction that triggered a spike in a network of scientific instruments, just like a seismograph during an earthquake. Each of those showed a similar pattern of change during that
Okay. Retired Princeton scientist Dr. Roger Nelson believes the emotional focus of millions of people on a single event, like 9/11, may form a global consciousness. Does consciousness interact directly with the physical world? To answer that question, Dr. Nelson and his colleagues deployed dozens of instruments around the world, random number generators. Basically, they're electronic coin flippers. Instead of heads or tails, each generates a 1 or a 0 200 times a second. If you flip a coin 100 times, you'd expect a result of about 50-50, 50 heads and 50 tails. But what if every time you flipped that coin, it came up heads? Not once, not twice, not 50 times, but 60, 70, or even 80, all of them heads. We do that every second at each of, now we have about 65 places around the world. When truly random, the line of data wanders back and forth around 50-50 in a pattern the researchers call a drunkard's walk. And then on 9/11, it begins not being a drunkard's walk. It goes like this for 2 days. It may sound bizarre, but Dr. Nelson and his team have been at this for the better part of a decade. The first spike showed up in 1997 with the death of Princess Diana. Other events like the Concorde crash, the Madrid train bombing, and the Pope's funeral all registered on those random number generators. But early on the morning of September 11th, the data went off the charts. Several hours before the first plane hit. We don't know how to explain that. There's not. Also die These ist quasi, hier sind überall diese Random Number Generators stationiert. Das sind Hardware Random Number Generators, die wahre Zufallszahlen generieren, da komme ich gleich nochmal drauf. Und die haben verschiedene Studien gemacht, das heißt, die haben ja auch die ganze Zeit diese Werte einfach gemessen und haben dann immer nach dem Durchschnitt geguckt. Und anscheinend gab es da verschiedene Korrelationen. Zum Beispiel die These ist dann, die sie daraus entwickelt haben, gibt es, oder die Fragestellung, ein globales Bewusstsein und kann man das mit diesen Scientific Instruments, was eigentlich nichts anderes sind als Maschinen, die die Zufallszahlen generieren, kann man das irgendwie messen. Und hier gab es zum Beispiel bei diesen Events, also die Beerdigung von Princess Diana und auch von Mutter Teresa, gab es Abweichungen in der Normalität. Also die normalen Daten gehen jetzt hier irgendwie schräg hoch und es gab Abweichungen. Und Bernd hatte das eben auch so ein bisschen angesprochen, das fand ich irgendwie ganz interessant. Also auch die Suche nach Korrelation und die Suche irgendwie auch nach bestimmten Mustern, ich glaube, gegen die wir uns gar nicht wehren können. Diese Zufallszahlen werden normalerweise von Computern generiert. Das sieht dann so aus wie links, das sind Pseudo-Zufallszahlen, weil die sind nicht wirklich zufällig, die Verteilung ist nicht zufällig. Es gibt bestimmte Muster, die man dann erkennen kann. Auf der rechten Seite sehen wir gute, hochqualitative Zufallszahlen, das heißt, die Verteilung ist wirklich zufällig. Und ich habe mich zusammen mit Steffen Fiedler, den wir auch eben gehört haben, zusammen mit Stefan Thiel, so ein bisschen der Frage auseinandergesetzt, wie man eigentlich diese Zufallszahlen erzeugen kann. Und ein Beispiel wäre, was wir hier sehen, ist ein schönes zufälliges Muster, sieht sehr zufällig aus. Und die Methode dahinter ist, dass sich ein 17-jähriger Holländer mit Acid voll gepumpt hat. Dann hat er Wahnvorstellungen bekommen und ist von der Polizei verfolgt worden. Und ist auf dieses Feld gefahren und dachte, er kommt da raus, aber er ist da nicht rausgekommen. Und die Polizei hat einfach nur vor diesem Feld gewartet. Aber dabei ist halt dieses Muster entstanden, was einen sehr zufälligen Eindruck hat. Das Buch habe ich eben schon mal gezeigt. Das ist von der Kooperation 1955. Was ich auch ganz schön fand, es ist eigentlich ein richtig dickes Buch, nur voller Zufallszahlen, die eine bestimmte, hochwertig qualitative Zufallszahlen, und das wurde halt damals von Wissenschaftlern als Quelle für bestimmte Berechnungen benutzt. Mittlerweile gibt es das natürlich auch online. Wir haben uns aber eher auch gefragt nach bestimmten Mechanismen und weil wir auch irgendwie Designer sind, auch nach der Gestaltung von diesen Apparaturen und ob man da irgendwie auch noch eine neue Beziehung herstellen kann. Ein weiteres Beispiel ist ERNIE oder ERNYE.
Das ist ausgesprochen Electronic Random Number Indicator Equipment, kann man im Science Museum sich angucken in London. Und ERNIE generiert die Zufallszahlen für die britische Lotterie. Das heißt, der spuckt eigentlich die Zufallszahlen aus, beziehungsweise hat es damals. Mittlerweile gibt es den auch noch, er sieht natürlich auch anders aus. Und ich sage auch schon eher, weil es gibt dann eine bestimmte Personifikation mit diesen Geräten, die dann irgendwie über Glück und Unglück entscheiden. Und ERNIE hat wahnsinnig viele Fanmails bekommen. Hier ist ein Beispiel, eine Valentinskarte to ERNIE. Forget the diamonds. We think you are a girl's best friend. Lots of love from two ardent admirers. Und wir fanden diesen Moment auch ganz interessant, dass diese Geräte, die eigentlich nichts machen, als Zufallszahlen zu produzieren, dann auch irgendwie so eine Personifikation erhalten. Mittlerweile sehen die natürlich auch anders aus. Das ist jetzt so ein Quantum Random Number Generator auf der rechten Seite. Aber diese Sprache ist eigentlich die gleiche. Es sind diese grauen, komischen Gerätschaften, wo man eigentlich nicht wirklich will, dass die jetzt irgendwie über Glück und Unglück entscheiden, beziehungsweise über zufällige Events. Und wir wollten irgendwie neue Gerätschaften entwickeln, mit denen wir zufällige Events eigenständig und unabhängig auch von bestimmten Institutionen herstellen können. Und haben uns dann daran gesetzt und 3 Prototypen entwickelt. Das Projekt heißt auch The Known Unknowns. Ich glaube, das Zitat ist heute schon, beziehungsweise der Quote von Rumsfeld ist genug angesprochen worden. Und haben erstmal geguckt, okay, was gibt es eigentlich für Methoden, um Zufall herzustellen. Und eine ist zum Beispiel radioaktiver Zerfall. Das heißt, es wird eigentlich der Zeitintervall zwischen 2 Zerfallsereignissen gemessen. Aber auch hier, jetzt auch unter designerischen Aspekten, ist das relativ unattraktiv. Sowas will man nicht unbedingt haben, um seine persönliche Zufallszahl zu erzeugen. Das erste Problem war aber eher ein praktisches. Und das war, wo zur Hölle bekommt man radioaktives Material her? Und das war eigentlich relativ einfach. Das gibt es bei Amazon. Das ist ein Uranium-Ore, kostet $40, knappe $40, den man sich in Amerika bestellen kann und der auch ohne Probleme nach London geliefert wurde. Das Tolle ist bei diesem Material, dass man sich unbedingt mal die Reviews angucken muss. Typing this review with my tentacles hanging from the ceiling by my tail and boiling a pot of water with my mind. I'll let you fill in the rest. I'm buying this for my wife who happens to be a geologist. I truly believe nothing says I love you like uranium. 238, except plutonium. Wir hatten eben auch nochmal diese Weiterempfehlungen und da habe ich auch nochmal dann eben geguckt, okay, welche Produkte haben denn eigentlich die Leute gekauft, die so ein Uranium-Ore kaufen? Und natürlich sind das dann auch eher so utilitaristische Gegenstände, aber interessanterweise kaufen die auch sehr viel Canned Unicorn Meat. Und die Korrelation war mir jetzt auch nicht so klar. Als das Ding dann angekommen ist in England, haben wir damit erstmal verschiedene Experimente gebaut. Wir arbeiten oft so, dass wir einfach direkt ganz naiv mit dem Material losbasteln. Haben dann noch haben dann noch die Geolocation quasi mitgemessen. Das war uns wichtig, dass diese Zufallszahl auch einen örtlichen Bezug hat. Haben ein Geiger-Counter-Kit zusammengebaut und dann daraus eine Apparatur entwickelt, die tragbar ist, mit der man unterwegs seine Zufallszahlen generieren kann und wo auch die Örtlichkeit mit gespeichert wird. Und das war dann der erste Prototyp, beziehungsweise in dem Fall auch der letzte davon. Und wir haben den Random Event Harvester genannt, weil die Idee war, dass man diese Zufallszahlen quasi erntet. Also ich bin unterwegs, ich gehe in bestimmte Ortschaften und sammle diese Zufallszahlen. Und dann wird auch noch diese Geolocation gespeichert, da sieht man die Latitude und Longitude und darunter hat man dann die Zahl. Und es dauert dann einfach immer bis zum nächsten Geiger-Counter-Klick, bis die nächste Zahl kommt.
Das Ganze wurde dann auch noch dokumentiert. Das ist so ein typisches RCA-Bild. Beim RCA, um einen Master zu bekommen, muss man sich einen weirden Ort suchen und irgendjemand, der irgendwas Komisches in der Hand hält. Dann bekommt man einen Master. Und das ist in Dungeness. Dungeness ist das Urlaubsparadies bzw. das Reiseziel für Design Interactions Studenten. Die müssen alle nach Dungeness. Weil es ist einfach der weirdeste Ort in England, da gibt es so ganz viele schwarze Hütten, da gibt es ein AKW und alles ist so eine ganz weirde Landschaft, das heißt, man kann da einfach super seine Masterfotos machen. Der zweite Prototyp, der eigentlich nicht wirklich zufällig funktioniert, basiert auf Wind, das heißt, man hat diese 4 Flaps und die klackern einfach gegen die Wand und in Abhängigkeit, wie die jetzt klackern, wird auch eine Zufallszahl dann generiert. Dass das nicht wirklich zufällig ist, weil das mathematisch-theoretisch nachvollziehbar wäre, ist klar. Aber darum ging es auch, dass wir auch nochmal eher so ein pseudo-zufälliges Instrument bauen. Und der dritte Prototyp basiert auf einer Wilson Cloud Chamber, die eigentlich ionisierte kosmische Strahlung sichtbar macht. Wir haben uns diesen Mechanismus zu eigen gemacht und diese nachgebaut. Das ist so ein typisches Experiment, was ganz viele Physikstudenten machen müssen, ich glaube im 2. Semester oder so. Und dachten dann, was wäre denn, wenn man aus dieser kosmischen Strahlung Zufallszahlen generieren könnte. Und haben auch da einen Prototyp entwickelt, wo diese kosmische Strahlung quasi getrackt wird und dann aus diesen einzelnen Trails, die wir da sehen, auch wieder eine Zufallszahl generiert wird. Das heißt, kommt ein Trail vor und an welcher Location kommt er vor und in Abhängigkeit davon wird diese Zahl generiert. Und jetzt zeige ich mal ein kleines Video, wie das von oben aussieht. Oh, das kommt drunter. Genau, das haben wir so ein bisschen amplifiziert, weil wir waren zu ungeduldig. Kosmische Strahlung ist sehr langsam, das heißt, man muss irgendwie so 3 bis 4 Minuten warten, bis mal so ein Trail sich zeigt. Aber wenn man da oben radioaktives Material reinsteckt, geht das natürlich schneller. Das heißt, da oben steckt so eine Needle Source drin, die ist leicht radioaktiv und dann beschleunigt sich dieser ganze Prozess. Also angenommen, man hat diese Gerätschaft zu Hause, will nicht auf die kosmische Strahlung warten, dann kann man auch mit der radioaktiven Nadel-Source nachhelfen. Das Ganze sieht so aus, total weird eigentlich, aber wir fanden das irgendwie ganz schön, diesem Objekt auch so eine ganz komische Sprache zu geben, dass man nicht so wirklich weiß, was ist denn das jetzt eigentlich, hat vielleicht irgendwie auch so ein bisschen was Okkultes, aber die Idee ist wirklich, dass man sich dann sowas irgendwie auch ins Wohnzimmer stellen kann. Und als ich heute nochmal geguckt habe nach Bildern, war ich eigentlich ganz froh, dass bei diesen ganzen Verteilungsmustern und Graphen, wenn man nach Random Number Distribution sucht, auch unser, wie wir ihn unter der Hand nennen, Dr. Octagon auftaucht. Das war's, vielen Dank.